Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget auf Server 50 mal wieder. Denn es ist jetzt bereits schon 10 Tage her, dass der Server gestartet ist. Und ja, wir wollten mal hier heute drüber schauen, was so alles auch in der Zeit passiert ist, was ich für ein Level erreicht habe und wie noch meine zukünftigen Pläne aussehen, wie ich hier weiter verfahren werde auf dem Server. Und ja, also ich habe ja für meine Verhältnisse schon, ja, ich würde mal sagen, relativ viel ausgegeben. 10 Tage aktiv in der Gilde mitmischen. Ja, da haben wir es auch direkt hier. Sehr cool, sehr nice. Ne? Oh, sogar einen schönen Stärkestein. Das ist natürlich sehr gut. Wir haben ja die... Oh, das Herz kann ich auch gleich ausbauen auf Stufe 6. Dann können wir auch den Gladi dann früher oder später hochziehen. Ich habe mir noch nicht das Paket gekauft. Ne? Das werde ich machen, wenn Angebot ist. Und ja, dazu auch gleich zu meiner Strategie, wie ich dann hier verfahren werde, weiterhin auf dem Server. Also, ich werde mir natürlich alle Angebote holen, die hier, ja, die mir das Spiel halt quasi bietet, so, ne? Das, ja, ich wäre dumm, wenn ich es nicht machen würde, ne? Das ist so das Mindeste, ne? Dann, ja, werde ich wahrscheinlich so weitermachen. Ich werde, ja, denke ich mal, hin und wieder mal ein paar Boosts genießen, denn ich hatte ja 55 Level gemacht. Ne? Jetzt ist erstmal wieder so eine kleine Phase, wo erstmal nichts los ist bei mir, würde ich mal so sagen. Klar, also wenn man möchte, dann kann man halt immer weiter pushen. So, ne? Hole ich mir das Paket, skippe ich das Herz, Gladiator auf 6 ausbauen, zack, wieder rein in die Dungeons, noch ein bisschen weiter blättern, Equipment neu, Begleiter ausrüsten, Turm, Unterwelt, Schattenwelt und so weiter. Ne? Gibt viele Möglichkeiten, die einem hier zur Verfügung stehen. Aber ich werde es versuchen, so effizient wie möglich runterzuspielen. Ne? Und deswegen, wie gesagt, hole ich mir die Pakete. Und wenn die aufgebraucht sind, dann abseits davon natürlich auch immer nochmal ein Huni. Ne? Aber da versuche ich halt, wie gesagt, so schlau wie möglich vorzugehen. Deswegen wird es von Zeit zu Zeit so eine kleinen Pausephasen geben. Ich werde hauptsächlich halt die Epic-Events dazu nutzen, um halt, einen guten Boost machen zu können. Ne, so wie wir jetzt das letzte Epic-Event genutzt haben, um eben sehr viele Level zu schaffen, werde ich jetzt halt auf das nächste Epic-Event warten, um dann dort wieder viel Progress zu machen, weil unterm Strich brauchst du halt eben diese epische Gegenstände, ne? Und die werde ich halt nicht blättern, wenn kein Epic-Event ist. So, ne? Ich hatte mich nochmal ausgerüstet, so, das reicht ja erstmal. Und ja, beim nächsten Epic-Event werden wir das dann wieder tun. Und wenn wir das dann machen oder gemacht haben, dann können wir auf jeden Fall, ja, locker, easy nochmal ein paar Stufen drauflegen. So, ne? Ansonsten natürlich, klar, mache ich hier und da mal einen Dungeon Try, ist aber halt im Moment nicht wirklich viel möglich, weil halt eben aus dem einen Grund, ne, wir haben halt eben bis zu einem gewissen Punkt schon gepusht und ohne großartigen Pilzeinsatz geht hier momentan nicht mehr. Ne? Also ich versuche meine Pilze jetzt bis zum nächsten Angebot runterzuspielen, ne, bis zur 20% Aktion, da werde ich wieder aufladen. Dann werde ich mal gucken, werde ich mal hier und da vielleicht noch einen Dungeon Try machen oder so. Ne? Ansonsten werden wir ja auch ziemlich krass geboostet durch halt eben diese Steine, die wir jetzt durch die Mine bekommen. Denn wir haben halt erst hier 3 Steine, die halt, ne, Edelsteinmine 10 zutage gefördert worden sind. Die anderen sind halt alle, ja, noch nicht so gut. Ne? Und wenn wir jetzt uns den kleinen angucken, der hat hier 246 schon wieder. Ne? Den könnte man in die Waffe einsetzen, dann hätte ich noch viel mehr Stärke, ne? Aber ich müsste dann eben die Waffe austauschen oder auf den Stein verzichten hier in der Waffe und das möchte ich auch nicht. Ne? Deswegen werde ich den wahrscheinlich woanders reinsetzen, aber das ist halt dann wieder ein fettes Upgrade, was so Stärke angeht und da können wir mal gucken, wir können mal den schlechtesten Stärkestein raussuchen. Ich glaube, der war 170, ne? Ja, hier. Da nehmen wir mal den Stein hier am besten und tauschen den direkt hier aus. Boom. Und sind hier auch schon fast auf 5k Stärke, denn einfach nur durch so einen kleinen Austausch hier. Ne? Und da ist auf jeden Fall noch einiges möglich, wenn ich dann eben
ein paar mehr Steine gefunden habe. Aber das ist halt eben ein bisschen mit Geduld in Verbindung zu bringen. Und deswegen müssen wir da auch dementsprechend ein bisschen warten, was das Ganze angeht. Ne? Gut, ansonsten, ja, Festungskämpfe laufen soweit einigermaßen. Ich habe jetzt keine festen Partnerschaften nach wie vor. Langsam werden die Ressourcen aber hier und da ein bisschen besser von manchen Leuten. Trotzdem immer noch mal, ja, weiß ich nicht, also es ist jetzt noch nicht das Gelbe vom Ei, ich bin jetzt noch nicht so zufrieden damit, ne? Da geht auf jeden Fall noch mehr als hier immer so 400 Ressourcen. Das ist alles noch nicht so geil, ne? Obwohl ich eigentlich relativ hoch im Rang bin, so, ne? Mir wurde der Tipp gegeben, dass ich, ne, wir bringen auch keine guten Ressourcen, das weiß ich, mir wurde der Tipp gegeben, mich zu verbünden mit Leuten in meinem Rang, sag ich mal, ne? Dass ich da irgendwie auf Festungspartnerschaftssuche gehe, weil wenn wir mal in die Ehrenhalle schauen, dann bin ich auf 408. Das ist okay, würde ich sagen. Ja, das ist Durchschnitt, ne? Ja, wir können ja sonst mal gucken, wo wir hier so sind, Unterwelt, ja. Gilden ist noch nicht aussagefähig. Wir gucken mal auf die ja, ersten Bewertungen hier oder auf die ersten Leute. Nach 10 Tagen sehe ich hier 264 ist, glaube ich, so der höchste, ne, momentan. Das ist schon auf jeden Fall eine Ansage. Aber war auch mit zu rechnen, dass da ja, so eine krassen Werte hier gepusht werden und ja, natürlich auch mit dem Berserker, ne, mit welcher Klasse halt eben auch sonst, ne. Ja, genau, und deswegen heißt es für mich halt auch weitermachen, ne. Und genau, werde jetzt aber halt erstmal kurz mal einen Moment zumindest mal einen Gang runterschalten, ne. Ich denke mal, das ist einigermaßen verständlich. Und ja, ansonsten bin ich halt auch gespannt, was denn die Zukunft für uns bereithält, wer dann am Ende des Tages hier, oder besser gesagt, ja, also wer über lange Zeit auf dem Server wirklich noch aktiv spielt und ja, welche Gilden halt denn eben, ja, die Jahre über denn überleben und welche Gilden es halt dann eben nicht schaffen, ne? Ich bin natürlich immer ein Freund davon, wenn viel Konkurrenz auf dem Server ist, ne? Ich kenne es ja von meinem alten Server, da ist die Konkurrenz fast eingeschlafen, ne? Also das ist ja auch nicht so nice, wenn man nicht so viele Leute hat, mit denen man sich battlen kann. Da ist W50 halt auch schon deutlich attraktiver und aus dem Grund sind halt auch viele Leute auf W50 gestoßen. Ja, weil halt bekannt war, dass hier eine gute Konkurrenz auf dem Server herrschen wird. Ne, was ja dann auch viele Interessenten dann anlockt. Und ja, ich hoffe mal, dass das in Zukunft dann auch noch weiter so anhalten wird, ne? Das wäre natürlich ganz wünschenswert, ne? Gut, wir sind gleich durch hier mit den Kämpfen. Dann können wir gleich die Soldaten wieder weiter in Produktion schicken. Und ja, ansonsten kann ich euch nochmal kurz meinen Arena-Manager zeigen, meine Pets vielleicht, aber das ist nicht wirklich sehr sehenswert, muss ich mal dazu sagen. Pets bin ich einem Nulpe drin, ne, da bin ich echt nicht gut unterwegs. Ja, hier kann man auch noch den einen oder anderen Kampf vielleicht machen, ja, siehst du. Nochmal einen gewonnen hier nebenbei. Den könnten wir eigentlich auch schon direkt gewinnen. Sehr schön. Und ja, da geht es auf jeden Fall auch voran, aber halt eben langsam. Beim Arena Manager habe ich schon einmal einen Boost verpasst. Ist auch sehr angenehm auf jeden Fall, ne? Also hier bin ich auch wirklich sehr krass unterwegs. Ne? Aber ja, wie gesagt, Geduld zahlt sich aus und das ist das Wichtigste, ne? So, gut. Ich glaube, ich bin soweit durch für heute. Ich denke mal, das soll soweit gewesen sein. Mein Update hier nach 10 Tagen auf W50. Ne? Ich bin gespannt, was noch kommen wird. Und ja, ne, der Krieger ja sowieso eben eine Late-Game-Klasse und von daher bin ich da halt auch guten Gewissens, dass wir da ja, nach langer Zeit auf dem Server hier auch gut dominieren könnten. Ne? Gut, alles klar. Das war es soweit von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.